Wir zeigen euch eine schnelle Methode zur Polsterreinigung. Dazu brauchen wir Akkuschrauber, Bürste, Polsterreiniger und Nasssauger. Bis gleich. Das Polster hier ist flächig verschmutzt. Generell bei der Polsterreinigung ist immer wichtig, dass wir nicht nur einzelne Flecken bearbeiten, sondern immer die ganze Fläche, weil sonst wird der Fleck nur verdrängt und stellt sich als noch größerer Kreis im Polster dar. Wenn man jetzt nur einen Sitz schamponiert, dann kann man das mit Sicherheit gut mit der Handbürste machen. Das geht auch schnell. Aber wenn man jetzt eine ganze Innenausstattung, vielleicht noch einen Teppich und Fußmatten schamponiert, dann macht sich so eine Akkuschrauberbürste wirklich hervorragend. Das ist eine weiche, also relativ weiche Bürste, mit der man mit dem Akkuschrauber sozusagen sich die ganze Bürsterei ersparen kann. Zusammen mit einem guten Polsterreiniger macht sich das wirklich super gut und super schnell. Und ich würde euch sagen, wir zeigen euch jetzt mal, wie es geht. Im ersten Schritt sprühen wir den Stoffreiniger auf. Ich nehme immer ganz gerne nicht schäumenden Stoffreiniger, der lässt sich leichter aussaugen, und sprühe ihn, gerade wenn ich so flächig sprühen muss, aus einer Akkusprühflasche auf. Übrigens, alle Produkte, die wir hier verwenden, findet ihr unten verlinkt. Auch den Solo Akkusprayer. Der macht sich wirklich gerade hervorragend für solche flächigen Bereiche. Oben haben wir eine Kunstlederfläche. Wenn da ein bisschen Reiniger drauf kommt, nicht so schlimm, die wischen wir gleich ab, aber da müssen wir natürlich nichts schamponieren, sodass wir uns die sparen können. Wir kontrollieren einmal, ob der Reiniger überall, gerade so in den Ritzen und Kanten, genügend vorhanden ist und wirken kann. Und jetzt ist es auch wirklich so, lasst den Reiniger arbeiten, gebt ihm seine Zeit, lasst ihn 5 Minuten wirken, bearbeitet ihn mit der Bürste, dass er nochmal in die Phase eindringen kann, und dann lasst ihn nochmal 5 bis 10 Minuten, je nach Reiniger, guckt da bitte auf die Herstellerangaben. Der hier kann bis zu 30 Minuten einwirken, das ist der Akut SOS Carpet Clean. Der ist wirklich mega gut dafür geeignet. Wichtig ist, wer jetzt gleich sofort bürstet und saugt, der hat keine Reinigungsleistung. Wieder da mein Lieblingswort, sinnischer Kreis. Wirkungsweise bei der Reinigung, gebt es einfach mal bei Google ein. Ein wichtiger Faktor ist nämlich die Zeit. Und die müssen wir dem Reiniger wirklich geben, damit wir nicht mit übertriebener Mechanik den Dreck rauskratzen müssen, sondern der Reiniger ihn für uns löst und wir ihn später dann mit einem nassen Mikrofasertuch oder mit einem Waschsauger, also mit einem Sprühextraktionsgerät, aussaugen können. Denn so funktioniert Reinigung. Wir wollen erst etwas lösen, wasserlöslich machen, was nicht wasserlöslich ist, wie hier der Dreck, und es dann mit Wasser oder mit einem Mikrofasertuch aufnehmen und aus der Faser holen. Wichtig ist auch hier, den Stoff nicht zu durchnässen. Nicht, dass wir da eine extrem nasse Fläche haben. Wir wollen nicht, dass der Reiniger bis unten drunter auf die Polster sinkt, weil dann kann es zu Schimmelbildung und Geruchsbildung kommen. Und wer da im Hobbybereich unterwegs ist, der kann sich auch gerne einen Schaumreiniger nehmen. Da haben wir auch viele schon vorgestellt. Diese haben den Vorteil, dass sie einfach durch das Schaumreservoir einmal, ich sehe sofort die Benetzung, und das Schaumreservoir baut sich langsam ab. Das heißt, die Oberfläche wird nie zu nass, weil ich weniger Reiniger habe, weil der Reiniger mit Luft aufgeschäumt ist und ich nach und nach eine Wirkung auf der Oberfläche habe. Also wie gesagt, wer das im Hobbybereich das erste, zweite Mal macht, sollte vielleicht auf den Schaum zurückgreifen. Profis können natürlich auch ein fertiges Konzentrat oder ein Ready-to-Use-Produkt aus der Sprühflasche verwenden. Wir geben dem Reiniger jetzt 5 Minuten und dann sehen wir uns zum Bürsten wieder. So, damit unsere Bürste nicht trocken arbeitet, auch noch mal ein bisschen Reiniger auf die Bürste. Muss wirklich nicht viel sein, geht nur darum, dass sie nicht trocken arbeitet. Dann auf Getriebestufe 1 und dann geht es am Ende eigentlich schon los. Guckt einfach mal zu und ich erkläre danach noch mal ein bisschen was. Kurz mal Stopp. Normalerweise schäumt der Reiniger deutlich weniger. Also vielleicht hat hier schon mal jemand versucht, Polster zu reinigen und den Reiniger nicht richtig ausgesaugt. Ist übrigens auch ein No-Go-Reiniger, der zurückbleibt, gerade wenn es ein starker Reiniger ist. Kann immer dazu führen, dass das Polster, dadurch, dass das Wasser mit der Zeit entweicht, wirklich kaputt geht. Deswegen sind, sage ich mal, endkundenübliche Reiniger, gerade Schaumreiniger, so formuliert, dass sie am Ende kristallig trocknen, also pulverig trocknen und man sie aussaugen kann. Beziehungsweise pH-neutrale Reiniger sind da auch nicht so schlimm, wobei selbst die enthalten Tenside und die sehr konzentriert sind, nicht gut fürs Polster. Also Profireiniger wirklich mit dem Nasssauger gut aussaugen. Ich sag mal, Endkundenreiniger oder spezielle Schaumreiniger kann man auch am Ende einfach trocken aussaugen. Aber das Schaum hier kommt auf jeden Fall von einem Reiniger, der schon drin war, wobei der auch schnell wieder einfällt. Hier sehen wir nämlich, hier ist kein Reiniger drin, die Fläche hat keiner gereinigt, nur meiner, und der schäumt nämlich gar nicht.
Der liebe Mo hat mich gerade daran erinnert, natürlich auch ein wichtiger Faktor. Wenn so Reiniger im Sitz und auf dem Stoff ist, dann sorgt es natürlich dafür, dass er auch schnell wieder anschmutzt. Sehen wir hier auch, wie oberflächlich dreckig der auch war. Deswegen da wirklich immer darauf achten oder halt einen entsprechenden Reiniger benutzen, der dafür gedacht ist, drin zu bleiben. Kleiner Trick am Ende, ich nehme die Bürste noch mal kurz raus, klemme die zwischen die Hände und gehe hier noch mal durch die Kanten durch. Einfach, weil ich jetzt nicht wie so ein Irrer hier mit dem Kunststoffrand gegen den Stoff kommen will. Deswegen gehe ich da einfach am Rand nochmal in die Bereiche, wo ich jetzt nicht rangekommen bin, gerade hier so die Ritzen und Kanten. Gehe ich einfach von Hand nochmal durch. So, dann bürste ich oben noch den Bereich durch, lasse den Reiniger noch ein bisschen wirken und dann sehen wir uns zum Ausspülen wieder. Kurz noch mal ein paar Worte zum Thema Ausbürsten oder zum Zweck dahinter, damit wir auch ein bisschen Theorie dazu haben und verstehen, warum wir es machen. Wir sprühen Reiniger auf eine Oberfläche, das habe ich schon mal erklärt. Das gilt außen wie auch innen, weil wir eine Verschmutzung haben, die wir nur mit Wasser nicht entfernen können, weil der Schmutz, welcher es auch immer ist, nicht wasserlöslich ist. Dann verwenden wir einen Reiniger, einen sauren, alkalischen, pH-neutralen, je nach Oberfläche, der dafür sorgen soll, dass dieser Schmutz wasserlöslich wird. Auf verschiedenste Arten und Weisen arbeiten diese Reiniger. Wenn wir das gemacht haben, können wir mechanisch, sinnischer Kreis wieder Stichwort, nochmal diese Reinigung unterstützen, indem wir quasi die Fasern ein bisschen bewegen und dafür sorgen, dass so verkrusteter Reiniger, der in den Fasern sitzt, verkrusteter Verschmutz, der in den Fasern sitzt, auch nochmal mit gelöst wird und dann auch vom Reiniger noch weiter wasserlöslich gemacht wird, um dann am Ende mit dem letzten Schritt den Reiniger mit einem feuchten Mikrofasertuch, also auch wieder Wasser, oder mit einem Waschsauger mit klarem Wasser auszuspülen. Denn der Schmutz ist ja zusammen mit dem Reiniger wasserlöslich gemacht, beziehungsweise der Reiniger hat den Schmutz wasserlöslich gemacht und wir entfernen mit dem Wasser den Reiniger und den Schmutz aus der Oberfläche. So funktioniert Reinigung. Also Reiniger und Mechanik kann immer nur lösen, Wasser reinigt am Ende wirklich. Ich kümmere mich jetzt nochmal von Hand um die Kanten und dann machen wir genau das, was ich beschrieben habe, mit Wasser, Reiniger und Schmutz ausspülen. Das war jetzt der erste Durchgang. Aufgrund des extremen Schaumverhaltens brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Deswegen wenig stark oder weniger schäumende Reiniger sind deutlich einfacher zum Aussaugen mit dem Sprühextraktionssauger. Deswegen machen auch spezielle Polsterreiniger Sinn und man muss nicht unbedingt einen APC verwenden. Zum Schluss lassen wir die Sitze nur noch trocknen. Dieser Schritt ist auch sehr wichtig, wenn auch ziemlich banal. Denn nasse Sitze neigen dazu zu schimmeln, also lasst die Sitze außerhalb des Autos trocknen oder lasst die Türen oder zumindest die Fenster auf, damit die Sitze durchtrocknen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen, abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Klick unten auf die Videobeschreibung für alle Produktlinks. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!